Hi, hier ist die Juliane aus dem Handpan Room Stuttgart und in diesem Video möchte ich dir erklären, was die wichtigsten Unterschiede zwischen nitrierten Handpans und Handpans aus Edelstahl sind. Auf Englisch siehst du dann wahrscheinlich öfters Nitrated und Stainless Steel, also nitriert oder Edelstahl. Und das sind bis jetzt die gängigsten Materialien, aus denen Handpans gemacht werden. Und die Frage, für welche du dich entscheidest, ist am Ende trotzdem eine ganz individuelle, ganz persönliche Frage. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich dir jetzt dazu sagen kann. Der erste Punkt: nitrierte Handpans erkennt man daran, weil sie so ein bisschen matter sind. Das macht eben dieses Nitrieren aus. Ja, dieses Gas, was am Schluss auf die Oberfläche gegeben wird, damit der Stahl vor Rost geschützt wird. Also wenn eine Handpan sehr matt ist und auch ein bisschen dunkler meistens, dann erkennst du sie als nitriert. Und normaler Stahl schwingt nicht ganz so lange nach wie Edelstahl. Man spricht bei Handpans vom Sustain. Heißt also, nitrierte Handpans haben einen kürzeren bis nur mittellangen Sustain. Da unterscheiden sich auch wieder die Hersteller. Ich spiele hier ein kurzes Beispiel an. Diese Handpan ist ein Beispiel für mittellangen Sustain. Und dieser mittellange Sustain ist dafür da, dass man auch sehr schnell spielen kann, weil dadurch, dass die Töne nicht so lang nachschwingen, kann man schnell viele Töne hintereinander spielen und sie überschneiden sich nicht. Zum Beispiel. Das war natürlich sehr schnell jetzt, aber eben um zu zeigen, ja, man kann diese Fahrt aufnehmen und die Töne klingen alle ganz deutlich für sich selbst nach. Handpans mit nitriertem Stahl müssen trotzdem vor Rost geschützt werden. Die cremt man also regelmäßig mit Handpanöl oder mit anderem Fett ein, um diese schützende Schicht einfach zu erneuern. So, und jetzt komme ich zu Handpans, die aus Edelstahl gefertigt sind. Zum einen kannst du sie daran erkennen, dass sie meistens mehr glänzen. Mehr glänzen als nitrierte Handpans. Ja. Die ist zwar etwas dunkler, aber man sieht, dass die Oberfläche mehr spiegelt. Und Handpans aus Edelstahl sind manchmal silberfarben oder haben auch so einen Bronze oder so einen rötlichen Stich. Und das Allerwichtigste, sie haben einen langen Sustain. Was heißt das? Der Ton schwingt sehr lange nach. Ein bisschen wie bei der Klangschale. Dementsprechend sind Handpans aus Edelstahl super geeignet für langsames Spielen, für entspannendes Spielen, für Begleitungen beim Yoga, für Meditationskurse zum Beispiel. Und auch deswegen beliebt bei Anfangenden. Weil oft ist es auch so, dass der Anschlag einen kleinen Tick leichter ist. Wobei ich das nicht verallgemeinern möchte, hängt nämlich auch von deinen eigenen Fingern ab. Tendenziell sind aber Handpans aus Edelstahl bei Anfängern beliebt, weil man sehr viel und einen sehr vollen Klang bei langsamem Spielen hat und der Anschlag meistens sehr einfach ist.
Gerade bei einem Instrument wie diesem hier kann man allerdings nicht so gut sehr schnell spielen, weil die ganzen Töne dann ineinander übergehen und irgendwann das alles dann nur noch ein Tonsalat ist, so nenne ich es. Von daher darfst du selbst entscheiden, für was du deine Handpans benutzen willst und was dir persönlich besser gefällt.